Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie versprochen, kommt endlich das Video zum neuen Boxset. Da seht ihr es, Rock'n'Roll Over Winter Tour 7677. Dem einen oder anderen mit einem geschulten Auge wird auffallen, dass es kein Rock'n'Roll Over Bild in der Mitte, sondern Destroyer. Ich finde die Kombo irgendwie ganz lustig und nach dem Intro gucken wir in die Box rein. So, bevor wir uns das wunderschöne Teil hier anschauen, möchte ich einmal ganz kurz wieder in eigener Sache was ansprechen. Und zwar ist es das Abonnieren, das Daumen geben und das Kommentieren. Das hilft meinem Kanal sehr. Also immer gerne einen Daumen da lassen. Ein Abo würde mich freuen, wer es noch nicht getan hat, weil es sind immer gut weit über 80%, die meinen Kanal nicht abonniert haben, die die Videos gucken. Also demnach haut drauf, es kostet euch nichts, aber es hilft dem Kanal. Wer meinen Kanal noch unterstützen möchte, der kann meine Kanalmitgliedschaft abonnieren. Es gibt eine günstige Stufe, wo ihr mich einfach unterstützt. Und es gibt eine etwas teurere Stufe, wo ihr dann auch diesen Vinyl Army Aufnäher von mir zugeschickt bekommt. Und das, sobald ihr diese Stufe abonniert habt. Da müsst ihr mir eure Adresse einmal zusenden an meine E-Mail-Adresse und ihr bekommt dann diesen coolen Aufnäher. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon gemacht haben. Es hilft mir wirklich sehr und ich freue mich dann, dass ich hier auch was zurückgeben kann und es nicht einfach nur eine stumpfe Kanalmitgliedschaft ist, sondern ich hoffe, ihr freut euch dann auch über diesen Aufnäher. Ja, was kann man noch machen? Mittlerweile gibt es eine neue Funktion, Hypen. Das ist bei allen nicht freigeschaltet. Wer das aber schon machen kann, auch darüber freue ich mich. Dadurch werden die Videos dann wohl besser angezeigt oder wie auch immer. Also alles, wo ihr mich unterstützen könnt, freue ich mich, wenn ihr das tut. So, jetzt habe ich es mal endlich am Anfang des Videos gemacht und nicht immer erst am Ende. Gucken wir uns diese wunderschöne Box an. Einmal ist das Ding hier an der Seite bedruckt, auch nur an dieser Seite, die man halt dann auch im Prinzip von der Regalansicht sehen würde. Und hinten drauf sieht das ganze Ding so aus. Wir haben hier konzertmäßig drauf, was ist es denn? Einmal Civic Center. Oh, es sind mehrere, sehe ich gerade. Es sind mehrere Daten. Ach nee, das ist die ganze Tour. Sorry, es ist nicht, was auf den Platten drauf ist. Ich mache diesen Fehler immer wieder. Ich weiß auch nicht warum. Es ist die ganze Tour anscheinend. November, Dezember, Januar, Februar, März. So wie es aussieht, einmal komplett durch ja, Amerika. Und ist das noch England da unten? Nee. Warum gibt es so viele Civic Center in Amerika? Na gut, auf jeden Fall ist das einmal eine Amerika-Tour. Wir können den Deckel öffnen, dann seht ihr das drin, es ist weiß und da kommen schon einige Goodies zum Vorschein. Deswegen nehme ich die Box jetzt zur Seite und wir schauen uns das Ganze an. Starten wir mit den großen Buttons. Da haben wir nämlich einmal ein Live-Motiv. Hinten dieses typische Plaketten. Alle 80er Jahre Kids kennen das noch und vielleicht auch viele von heute. Ist ja wieder ein bisschen Trend geworden, diese Buttons. Da haben wir ein Band-Motiv. Wir haben hier einmal statisch aufgeladen Paul Stanley. Das sieht echt wild aus mit dieser Beleuchtung von hinten. Sieht aus, als hätte er gerade, kennt ihr das, wenn Kinder diese Plastikrutschen runterrutschen und die Haare zu Berge stehen? Wer weiß, ob Paul auch gerade eine Rutsche runtergerutscht ist. Sieht auf jeden Fall dann raus. Dann haben wir hier Ace. Auch coole Motive, die ich auch so nicht kenne und noch nie gesehen habe. Sieht auch nett aus. Wir haben Peter. Auch ein sehr schönes Bild von ihm, finde ich. Richtig cool. Und dann natürlich nicht zu vergessen Gene. Das Motiv kennt man allerdings. Das ist ein bisschen bekannter. Kommen wir zum Highlight in dieser Box und ja, das ist der Rock'n'Roll Over Aufnäher hier. Der ist mit dabei, hinten sieht er so gewebt aus, ist mit so einer Aufbügelfläche. Wirklich schön, ich habe einen Rock'n'Roll Over Aufnäher schon, aber ja, hier ist jetzt noch einer drin, finde ich sehr nice. Hier mal ganz kurz zum Vergleich, mein Vinyl Army Aufnäher daneben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das Ganze dann noch ist auf meiner Hand. So sieht es aus, sehr, sehr schick. Und dann das Highlight in dieser Box ist dieser Aufnäher hier. Den finde ich richtig cool. Habe ich auch in der Art noch nicht gesehen, dass man den, glaube ich, so kaufen kann. Schreibt mir gerne rein, wenn ihr was anderes wisst. Finde ich mega, mega cool.
Ist so, ja, wie so ein Stern gemacht mit den ganzen KISS-Logos. Sehr genial, dass diesmal Aufnäher drin sind. Kommen wir zu weiteren Goodies. Ich denke mal, es ist ein Sticker. Nee, es ist kein Sticker. Es ist wie so ein Backstage-Pass gemacht. So ein, ja, wirkt wie laminiert, so ein glatter Kunststoff-Papp-Pass. Ich denke mal, waren damals Backstage-Pässe. Kann ich nur mutmaßen, ich weiß es nicht genau, aber auch das cool. Dann kommt die Box wieder mit Postern. Ich kann die wieder nur so schräg zeigen, damit ich es einmal komplett drauf kriege. Da seht ihr es in Concert mit Uriah Heep in der Duluth Arena damals, wo auch immer das war, keine Ahnung, Downtown, bla bla bla. Na, egal, ich lese mir das jetzt nicht alles durch. Auf jeden Fall steht da unten einiges drauf. Da seht ihr das Poster, ist einseitig bedruckt, sehr nett. Aber nicht nur das, hier haben wir nochmal so in Plattengröße das Rock'n'Roll Over Motiv und das können wir auch noch ausklappen und dann haben wir da ein ganzes Poster mit dem KISS-Schriftzug und dem Rock'n'Roll Over Motiv. Auch das ist noch dabei, finde ich wirklich eine richtig coole Sache. Das sieht echt gut aus, auch nur einseitig bedruckt. Kommen wir zum Highlight, finde ich, der Box. Das sind nicht nur die Aufnäher, sondern halt diese Mylar-Bilder, die hier mit drin sind. Das ist so ein... Ja, so eine Silberfolie auf Pappe drauf und da haben wir dann Peter Criss, sind so DIN A4 Größe, Paul Stanley, richtig cool aus. Dann ein Gruppenfoto. Wir haben hier Gene mit einem Morgenstern im Mund und dann noch Ace. Ich finde es mega gut, sehr coole Sache, dass diese Fotos mit drin sind. Super schön gemacht, schön dicke Pappe, echt nett. Jo, kommen wir zur Beilage in dieser Box zu den ganzen tollen Merchandise-Artikeln. Das sind die Schallplatten. Also für mich ist es immer die Beilage fast, weil ich liebe dieses Drumherum in den Boxen. Die Platten sind natürlich eigentlich das Hauptding. Für mich in den Boxen aber oftmals die Nebensache, was ein bisschen komisch ist, wenn man Schallplatten sammelt. Aber ja, bei mir ist es leider so, da stehe ich wirklich auf den Kram drumherum. Wir haben hier einmal Providence 77 Part 1 mit Paul drauf. Hinten seht ihr, sieht das so aus, da haben wir nochmal diesen Backstage-Pass. 1. Januar 77. 1. Januar ist auch ein witziger Termin für ein Konzert, oder? Die haben gleich am Neujahr dann anscheinend gespielt. Okay, also Detroit Rock City, Take Me, Let Me Go Rock'n'Roll, Ladies Room, Firehouse, Makin' Love, I Want You, Cold Gin mit Solo von Ace und Do You Love Me sind hier drauf. Das Ganze kommt natürlich mit einer Picture Disc, da seht ihr sie, auch die ist wirklich echt schick gemacht von der Optik her und auch hinten drauf ein Live-Foto. Ja, dann geht es weiter, dann haben wir die Peter-Version, das ist Providence 77 Part 2. Da haben wir Nothing to Lose, Gene Solo, God of Thunder, Peter Solo, Rock'n'Roll All Night, Shout It Out Loud, Bass und Black Diamond drauf. Das Ganze kommt natürlich auch mit einer Picture Disc. Da guckt Peter gerade ein bisschen merkwürdig, aber auch die sieht gut aus. Hinten auch wieder ein Live-Motiv drauf. Sieht auch cool aus. Weiter geht es mit Gene. Das ist dann Denver 77 Part 1. Sieht auch cool aus, das Bild. Hinten drauf dann wieder, ja, Tracklist ziemlich gleich. Das sieht so aus und natürlich haben wir auch hier eine Picture Disc, die dann so aussieht. Auch ein gängiges Bild von Gene, was man kennt. Hinten drauf dann wieder ein Live-Bild und jo, das Ganze in dieser Optik. Was ich hier ein bisschen witzig finde, ist, dass die Box 7677 heißt, obwohl wir uns hier nur in 77 befinden. Wahrscheinlich, weil der direkte Jahreswechsel da ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es deshalb. Auf jeden Fall hier Ace seine Version. Sieht auch cool aus. Hinten drauf auch wieder die Tracks. Und dann haben wir noch die Picture Disc. Gut, das Bild finde ich jetzt nicht ganz so gelungen. Aber hey, das ist Meckern auf hohem Niveau und hinten drauf sieht das Ganze so aus. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein. Wer diese Boxen kennt, weiß, jetzt kommt für mich das Highlight. Der Vollständigkeit halber, das Innenteil der Box ist wieder mit dem KISS Army Logo ausgestattet. Das ist so gut wie bei allen Boxen so.
Finde ich sehr gut gemacht, weil da hat man immer einen schönen Einleger, sieht schick aus, macht das Ganze ein bisschen hochwertiger. Das Highlight der Box für mich, das Booklet. Es ist natürlich wieder ein 76-seitiges Booklet dabei, Winterthur 76, 77, und da starten wir einmal und gucken da mal so ein bisschen rein. Sehr coole Fotos wie immer in diesen Büchern, da kann man echt absolut nicht meckern. Auch hier, das Bild von Ace habe ich auch noch nie gesehen. Auch ein cooles Foto von Jean. Also wie für mich immer irgendwie eins der Highlights, sich diese Bücher anzugucken. Auch das Bild hier, absolut genial. Das kennt man zwar schon, aber wie geil sieht das aus. Und guckt euch bitte mal die Qualität von dem Foto an. Man sieht die Poren an Jean seinem Hals. Das ist wirklich aus der Zeit selten, dass man so gute Fotos sieht. Das ist schon echt cool. Hier halt viel kleine Fotos, was ich immer nicht ganz so schön finde. Aber solche Seiten entschädigen das Ganze dann wieder. Oder hier das Foto von Ace auf einer ganzen Seite ist wirklich mega toll. Das sind auch richtig coole Bilder hier, wie ich finde, von Jean. Das finde ich auch sehr gelungen. Viele Schwarz-Weiß-Bilder auch immer drin. Hier wieder Farbe. Ist schon wirklich echt nett, diese Bücher. Ich weiß gar nicht, wie viele ich mittlerweile in diesen Boxen habe, aber es sind schon einige. Und das ist wirklich echt cool, wenn man da immer wieder mal so durchblättert, sich die Boxen zur Brust nimmt und reinguckt. Das macht schon Spaß. Auch hier sehr cooles Schwarz-Weiß-Bild von Jean mit der Fackel in der Hand. Da kann man nicht meckern. Ja, und hier hinten dann einmal dieser Wintershoot mit dem Kunstschnee, was man gut erkennen kann. Aber es ist trotzdem wirklich echt ein absoluter Kracher. Ja, das war die Box. Hier seht ihr noch mal ein paar Highlights aus der Box. Absolut cooles Teil. Ich bin mega happy mal wieder. Es ist echt super cool, wenn diese Boxen mal rauskommen. Ich hoffe, es kommen noch viele, viele Boxen in dieser Art. Okay, damit bin ich raus. Ich habe schon gesagt, Daumen, Abo und Kommentar wären super, sind immer wichtig für den Kanal, und ihr unterstützt mich oder meinen Kanal, wenn ihr meine Kanalmitgliedschaft abonniert. Es muss auch nur für einen Monat sein. Wenn ihr mich natürlich länger unterstützen möchtet, freue ich mich darüber. Tun ja auch schon einige. Vielen, 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 vielen Dank nochmal dafür. Es ist nicht selbstverständlich und ich freue mich da wirklich sehr. Und es macht das auch für mich möglich, natürlich mein Hobby euch zu zeigen, und unterstützt mich dann natürlich sehr. Und das Ding bekommt ihr, wenn ihr die eine Stufe abonniert, und auch nur notfalls für einen Monat. Ihr bekommt dann diesen Aufnäher. Also das ist ihr müsst dann keine weiteren Monate dranbleiben, wer jetzt nur sagt, oh, ich habe Bock auf den Aufnäher. Wenn ihr natürlich länger bleiben wollt, seid ihr herzlich willkommen. So, jetzt bin ich raus. Keep on rockin'. Tschüss.